Herzlich willkommen bei einem neuen Video von Sei schlau und schau. Und zwar heute haben wir hier eine Jura Impresa C5 vollautomatische Kaffeemaschine. Und zwar, wir werden schauen, was diese Maschine hat. Wir starten das Ganze hier mit dem Einschaltknopf und hier können wir schon mal ein Blinken feststellen. Hier hinterhalb auf der linken Seite befindet sich auch noch eine Klappe und auch hier können wir schon sehen, dass das Ganze nur noch blinkt. Ja, was dieser Fehlercode zu bedeuten hat, wie man das Ganze beheben kann, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Kurz und knapp, hier wird auch beschrieben, welche Fehlermeldung welches Problem auch auslöst. Natürlich steht auch hier ganz unten geschrieben, sollten alle Lampen blinken, dann liegt auch natürlich ein technisches Problem vor. Sprich, man kann das Gerät jetzt längere Zeit mal ein- und ausstecken. Sollte der Fehler dennoch nicht behoben sein, ja, dann zeige ich euch, wie wir jetzt vorgehen. Und zwar zuallererst entfernen wir immer das Gerät vom Strom. Danach haben wir hier oberhalb vorne zwei Torx-Schrauben. Und zwar, ich habe diese zwei Torx-Schrauben hier schon einmal entfernt. Und hinterhalb befinden sich dann auch 4 solche spezielle Jura-Schrauben. Ja, wie gesagt, hier gibt es einen Spezialschraubenaufsatz, aber wir können das Ganze auch mit einer Kombizange vorsichtig entfernen. Ja, wenn wir diese 6 Schrauben entfernt haben, entfernen wir auch hier den Wassertank. Wir entfernen auch hier die Schrauben jetzt, die wir entfernt haben. Und danach kann man auch schon hier den gesamten Deckel anheben. Mit Vorsicht auf allen Seiten gleichzeitig. Ja, danach haben wir auch hier schon unseren Ein-Ausschalter. Dieser befindet sich hier unterhalb und das Ganze kann man leicht im Uhrzeigersinn etwas drehen und somit können wir unseren Schalter hier herausnehmen. Damit lässt sich die obere Abdeckung danach einfach entfernen. Hier haben wir schon mal die Ansicht von oben. Damit wir auch hier das Seitenteil entfernen können, ziehen wir das Ganze nach hinten, denn hier ist das Ganze eingerastet und auch hier unten ist das Ganze mit diesen Häkchen eingerastet. Und das Ganze machen wir jetzt auch auf der anderen Seite. Sprich, wir ziehen hier wieder leicht etwas nach hinten, bis das Ganze dann ausgerastet ist. Denn wir haben hier überall solche Näschen. Ja, wir haben jetzt unsere Maschine schon mal offen. Wir können auch hier noch die Schuhplatte vorne entfernen. Und jetzt können wir schon mal alles überprüfen. Denn dieser Fehler vorne kann mehrere Ursachen haben. Sprich, entweder ist bei euch diese Brühenheit beschädigt. Das Ganze kann man hier auch schon mal überprüfen, ob hier welche Teile abgebrochen sind. Man sieht das jetzt hier nicht gut, aber ich habe dazu ein eigenes Video hier oben, das blende ich euch an, schon mal erstellt, wie man das Ganze repariert. Dennoch weiß ich, dass diese Berührgruppe in Ordnung ist, denn diese wurde erst erneuert. Denn wir werden jetzt auch hier mal schauen. Hier haben wir auch schon unseren Thermoblock, sprich unsere Heizung. Denn auch hier könnte ein Fehler vorliegen. Entweder ist unsere Heizung defekt, das können wir mit einem Multimeter messen. Oder hier unsere Sicherungen, die hier mit einer Klammer am Thermoblock befestigt ist, und dazu müssen wir das Ganze erstens mal ausbauen und dann können wir das Ganze durchmessen. Ja, und zwar gehen wir wie folgt vor, und zwar wir schließen die beiden Anschlusskabel von der Heizung, einmal das schwarze und hinterhalb hier einmal das blaue, von der Heizung ab, und dann nehmen wir hier solch ein Multimeter und stellen das Ganze hier auf Ohm ein und werden hier jetzt einmal messen, was wir hier an diesen 2 Pins haben. Hier sollte normalerweise circa zwischen 36 und 40 Ohm vorhanden sein, und das Ganze überprüfen wir hier. Wir haben jetzt hier 36 Ohm.
Ihr könnt auch überprüfen, hat die Heizung einen Durchgang. In diesem Fall haben wir hier einen Durchgang, sprich, es sollte jetzt gleich mal pfeifen. Jawohl. Ja, so sieht unsere Heizung im ersten Moment schon mal in Ordnung aus. Und das Ganze machen wir jetzt auch hier bei diesen zwei Sicherungen, die wir hier haben. Einmal die schwarze und einmal, also hier das schwarze Kabel. Und einmal geht das Kabel hier weiter auf den Stecker hier. Das schließen wir ab und dann messen wir auch hier unsere Sicherung. Ja, jetzt haben wir hier schon mal unseren Stecker von dieser Sicherung hier oben. Sprich, wir ziehen das Ganze jetzt hier einmal raus. Man kann es auch natürlich in dem eingebauten Zustand messen. Und hier haben wir auch das Kabel. Sprich, das Kabel geht jetzt hier zur oberen Sicherung und auch hier zu dieser Sicherung. Das ist jetzt die obere Thermosicherung. Und auch hier können wir jetzt messen, indem wir zuerst das Ganze ausbauen und im ausgebauten Zustand überprüfen, was wir für Werte haben. Ja, auch dazu öffnen wir hier erstens die Schraube, damit uns dieser Wert nicht verfälscht wird. Achtet immer darauf, dass ihr das Ganze nicht verliert. Und jetzt haben wir hier schon mal unsere Thermosicherung. Auch diese können wir hier einfach rausfädeln bzw. hier durchziehen. Man kann das Ganze jetzt auch hier etwas lösen. Das werden wir, dann geht das Ganze einfacher raus. Das ist zu klein. Das lösen wir jetzt etwas. Jetzt können wir das Kabel hier durchziehen. Und jetzt haben wir dann auch schon unsere Sicherung. Ja, und diese Sicherung, auch diese können wir jetzt wieder mit einem Multimeter testen. Sprich, wir nehmen hier das andere Stück und auf der anderen Seite nehmen wir das andere Stück. Und da haben wir zumindest schon mal Durchgang. Das können wir hier sehen. Und jetzt gehen wir wieder auf Ohm und auch dieser Ohmwert überprüfen wir. Ja, und hier haben wir 0,2 Ohm. Ja, und jetzt können wir auch schon die zweite Sicherung durchmessen, und zwar diese hier seitlich. Diese nehmen wir jetzt mal bewusst nicht weg, um zu schauen, was wir hier an Wert haben. Und auch hier geht das andere Ende auf diesen Stecker. Und dazu nehmen wir jetzt auch hier wieder unser Multimessgerät, schalten das Ganze hier auf Ohm und ich werde jetzt einmal hier beim Stecker hinterhalb drauf gehen und auch einmal hier beim Sensor direkt. Und wir können hier auch feststellen, dass wir ja auch diese 0,2 Ohm haben. Auch diese Sicherung scheint in Ordnung zu sein. Ja, was wir jetzt auch noch überprüfen können, ist hier dieser Temperaturfühler. Und zwar, die ist hier mit einer Schraube befestigt. Und zwar dieses rote Kabel, was hier auf das Grüne geht. Das schließen wir hier einmal ab und können auch hier messen, was wir hier an Kilo Ohm haben sollten. Ich denke, wir sollten hier um die 10.000 bis 12.000 Kilo Ohm haben. Und wenn wir hier drauf gehen, können wir schon sehen, ja, wir haben 9.800 Kilo Ohm. Das heißt, das Ganze wäre somit in Ordnung. Ja, somit haben wir jetzt hier die ganze Heizung auch überprüft. Man könnte jetzt hier auch diese Schraube lösen und das Ganze auch hier in einem ausgebauten Zustand testen. Wir werden das Ganze jetzt hier wieder schön zusammenbauen, sprich auch hier wieder unsere Sicherung drauf mit dieser Klammer, die wir hier haben. So, sprich wir gehen hier, fädeln wir das Ganze jetzt wieder schön hinterhalb hier durch und führen das Kabel dann wieder hier unten drauf. Dann haben wir hier wieder
unsere Klammer. Ja, und schrauben diese hier jetzt wieder fest. Hier gibt es eine Vorrichtung, einmal groß und klein, damit die Klammer auch auf der richtigen Seite montiert wird. Ja, danach führen wir das Kabel hier unterhalb einfach wieder durch und gehen hier dann runter wieder auf unseren äußersten Steckplatz, wo wir das Ganze dann abgeschlossen haben. Ja, und das andere Ende, wenn wir hier alles angezogen haben, das andere Ende, das führen wir hier hinten wieder auf unsere Heizung hinauf. Dazu nehme ich hier eine Spitzzange, nehme das und stecke das Ganze hier auf unsere Heizung hinauf. Ja, dann haben wir hier den anderen Anschlusspol, auch diese stecken wir hier wieder vorne hinauf, bis das Ganze schön sitzt. Dann haben wir hier unseren Temperaturfühler wieder, auch den schließen wir hier an, bis das Ganze schön ordentlich fest sitzt. Und ja, auch hier hinterhalb schließen wir dann unser Stecker wieder an. Das Kabel führen wir hier hinterhalb durch. Ja, soweit sieht das Ganze jetzt gut aus. Ja, liebe Freunde, da ich das Ganze jetzt überprüft habe und aber trotzdem festgestellt habe, dass die Maschine noch nicht funktioniert, bin ich per Zufall auch drauf gekommen, dass hier dieser Sensor, obwohl diese Ohmwerte, hier habe ich einen 9, alles richtig wäre, aber dennoch hier eine Unterbrechung stattfindet, sprich das Ganze hat zufällig funktioniert und je nach Bewegung wieder nicht. Sprich, ich werde das Ganze jetzt hier sicherheitshalber einmal tauschen. Jawohl, Freunde, und zwar wir haben jetzt das Ganze hier getauscht und wir werden das Ganze jetzt hier einmal einstecken und schauen, was uns die Maschine sagt. Dazu schalten wir wie immer hier den Stromstecker ein. Achtet immer darauf, wenn ihr das Gerät offen habt, dass ihr hier nirgendwo an die elektrischen Bauteile hinkommt. Und ja, ich werde das jetzt einschalten. Jawohl, liebe Freunde von Sei Schlau und Schau. Das ganze Blinken hier hat ein Ende. Die Berührenheit fährt wieder. Jetzt verlangt die Maschine einen Spülvorgang. Den werden wir jetzt... verlangt er nicht. Jawohl, die Maschine scheint wieder einsatzbereit zu sein. Ich werde jetzt hier noch einen Dichtheitstest durchführen. Ja, und zwar haben wir hier wieder unser Seitenteil. Auch hier ist zu beachten, hier haben wir überall solche Häkchen, die auch hier unten, sprich also hier und hier eingerastet werden müssen. Also gehen wir hier zur Seite, schieben das Ganze hier an und drücken das, dass wir hier vorne schön eingerastet sind von hinten nach vorne. Und so ist unser Seitenteil schon mal fixiert. Ja, und dann nehmen wir die Seite des Wassertanks. Auch hier haben wir wieder diese Haken, wie wir auf der anderen Seite hatten. Und auch hier unten müssen wir wieder schauen, dass das Ganze auch hier vorne schön eingerastet ist. Sprich, wir gehen hier zur Seite, heben das Ganze leicht etwas an und bewegen das Ganze, bis man merkt, jawohl, wir sind jetzt eingefahren. Und jetzt kann man das Ganze gleichmäßig nach vorne schieben. Ja, und hier kann man schon sehen, das Ganze ist eingerastet. Dann haben wir hier schon den Deckel oben. Ja, und dazu nehmen wir hier wieder unseren Deckel, drehen das Ganze hier zum Schalter und dann können wir auch hier schon das hier, sprich den Einschalter, so leicht schräg einfahren. Und dann gibt es eine halbe Umdrehung, bis das Ganze eingerastet ist. Und dann können wir das Ganze schön hier von oben schauen, dass die Kabel alle in der Maschine sind. Und dann können wir gleichmäßig von oben den Deckel hinunterdrücken.
bis wir überall schön hier bei den Löchern und hier beim Wassertank, hier ist das Kabel noch dazwischen. Ja, jetzt legen wir schön auf und dann können wir hier oben schon die 2 Schrauben wieder hineinschrauben. Ja, und das wären diese 2 kleinen Torx-Schrauben. Ja, und zum Schluss haben wir hier unsere 4 Jura-Schrauben, die hier hinterhalb verschraubt werden. Entweder habt ihr dazu eine Kombizange oder ihr nehmt, wie gehabt, die originale Jura-Schlüssel. Ja, die 4 Schrauben sitzen, Fehler wurde behoben, Maschine funktioniert. Mich würde es freuen, wenn ihr mir ein kostenloses Abo da lässt und ein Like, damit ich weiter solche Technikvideos für euch erstellen kann. Bis dann und ciao!